Ich gebe auf. Das ist mir noch nicht passiert. Ich habe noch nie ein Gerät verrissen. Und heute soll das erste Mal sein? Das gibt's doch gar nicht. Ich spule noch mal kurz zurück. Oh. Okay, da ist das Ding. Das UF1 von SSL. Ist doch das UF1, oder? Genau, das UF1 von SSL. Ein DAW-Controller, mit dem man seine DAW steuern kann und noch einen 100 mm Fader, Motorfader dabei hat, mit einem Drehrad und mit jede Menge Steuerungstasten. Und damit das hier jetzt nicht nur ein müdes Unboxing wird, machen wir Folgendes. Wir werden erstmal, Unboxing hast du ja gerade schon gesehen, wir werden das ganze Gerät auch anschließen, einrichten und am Schluss mache ich dann noch einen kleinen, schnellen Mix damit ich dir auch aus erster Hand erzählen kann, wie es sich so anfühlt, mit so einem Controller tatsächlich zu mischen. Das Ganze jetzt. Recording Block. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video hier im Recording Blog. Und wenn ich mir ein neues Equipment-Teil kaufe, wenn ich mir Hardware kaufe, etwas zum Anfassen, so wie hier das UF1, dann ist es mir immer ganz wichtig, dass der Anschluss einfach ist, die Einrichtung einfach ist, vor allem mit der Software, die mitgeliefert wird. Ich hoffe, dass wir nichts extra registrieren müssen und vor allem ist es mir wichtig, dass im Benutz, also wenn ich damit jetzt mischen möchte, dass die Eingangsschwelle, das Ding zu benutzen, möglichst niedrig ist. Und genau das schauen wir uns heute mal an. Ich habe ja gerade schon angeboxt quasi, wie man so schön neudeutsch sagt. Hier steht das UF1 vor mir und erstmal, wenn ich das so überblicke, sehe ich hier zwei Displays, ich sehe hier Knöpfe, ich sehe vor allem dieses dicke Drehrad, hier einen Kanalregler, wo Kanal dran steht, dann hier Transporttasten. Dann gibt es hier noch ein paar verschiedene weitere Tasten, die doppelt belegt sind und eben der große Monitor, der große Fader hier, der Motorfader. Solo-Taste, Cut für Schneiden, Selektieren, Flip, also austauschen wahrscheinlich und Master, sodass man hier auf jeden Fall einiges einstellen kann von dem, was hier vorgeschlagen wird. Dazu soll es noch eine Software geben, die eingestellt werden muss oder eingerichtet werden muss. Das Ganze machen wir jetzt mal. Gucken wir noch eben kurz auf die Rückseite hier. Hier gibt es noch die Anschlüsse für USB. Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Für USB und für USB-C, USB-A. Hier kann man sogar USB durchschleifen. Das heißt, hier könnte ich sogar meinen iLok wahrscheinlich anschließen. Dann gibt es hier noch eine Stromversorgung und zwei Fußschalter. Das heißt, wir gucken mal kurz hier in die Verpackung rein, was hier noch damit geliefert wird. Also, wir haben hier ein Netzteil und wir haben hier jede Menge Plastik. Warum muss man eigentlich Kabel in Plastik einpacken? Das muss mir mal einer sagen. Kann man da nicht einfach Papier drumherum machen? Das muss doch nicht geschützt werden, das geht doch nur wirklich nicht kaputt. Also jede Menge Kram. Was haben wir hier noch? Kabel, USB-C-Kabel, okay, schon mal gut. Ein paar Schrauben. Was haben wir hier? Ein Fuß. Füße, um es höher zu stellen wahrscheinlich. Hier kann man Füße montieren. Das machen wir heute mal nicht. Wir lassen es jetzt einfach mal so stehen. Das heißt, die Füße packe ich nochmal wieder zurück. Was wir jetzt brauchen, ist also vor allem das Kabel und die Stromversorgung. Hier ist ein Netzteil mitgeliefert. Ich schließe das Ganze mal eben an. Du kannst mir da beim Zeitraffer zuschauen. 12 Volt, 2 Ampere. Ich habe mich gerade gefragt, warum man die Stromversorgung nicht über den USB-C machen kann. Aber 12 Volt, 2 Ampere ist dann doch mehr, als das aus einer normalen Leitung rauskommt. Da sind ja normalerweise nur 5 Volt auf einer USB-Leitung. Also schließen wir das Ganze mal mit dem Netzteil hier an. Also das zweite war jetzt so fest drauf, dass ich schon fast Angst hatte, das Ganze zu verkratzen, aber das nur am Rande. So, jetzt ist es auf jeden Fall plastikfrei, so viel schon mal sicher. Zweimal USB-C. Wenn ich jetzt keinen USB-C-Anschluss hätte, wüsste ich nicht, wie ich es anschließen soll, aber ich schaue mal, ob ich da vielleicht einen Adapter für finde. Tada! Ein USB-C auf USB-A-Adapter. Also sehr schön, auch mitgedacht. Brauche ich also kein neues Kabel, sondern kann das mitgelieferte nehmen. Aber auch wieder in Plastik eingepackt. Warum? Bestens. Jetzt ran an den Rechner.
Angeschlossen ist es schon mal, an ist es auch. SSL UF1, Knöpfe, UF1 Installation Complete. Mal gucken, was das bedeutet. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier die Kabel ein bisschen ordentlich verlegen. Machen wir mal so, dann kann ich es ungefähr bedienen. Also, ich pack's mal hier an die Seite. Und dann könnte ich hier mit der Maus und der Tastatur und hier, okay, hier ist der Fader. Machen wir mal die Installation, ne? Tastaturassistent, fortfahren, Tastatur identifizieren. Das ist von Apple, das machen wir mal weg. Stattdessen starten wir mal Software. Ich gebe mal die Adresse hier ein, die hier drauf steht, Solid State Logic Get Started, und dann gucken wir mal, wie der Installationsprozess abläuft. Bleibt spannend. Also, Get Started. Dann starten wir mal. Congratulations on your purchasing your SSL product. Let's get up and running. Okay, bin ich registriert? Nein, wahrscheinlich noch nicht. Also muss ich erstmal... Erstmal muss ich mich registrieren. Ich habe es befürchtet, man muss sich registrieren. Na gut. Also. Erstmal ein Firmware-Update, ist klar. Naja, gut, komm. Ich wollte ja gar nicht so viel machen heute. Schauen wir mal, was passiert, ne? Also hier steht UF1 Ready. Ja, dann bin ich auch mal ready. Okay, kann ich noch was installieren hier? Door Configuration, Door 1. Installieren wir nochmal das Meter-Plugin. Das hat gerade nicht geklappt. Machen wir das mal. Ja, erlauben, Papierkorb legen. So, alles klar. Okay. Also, Installation abgeschlossen. War jetzt nicht mehr holprig als üblich. Irgendwie die Downloadmenge hielt sich auch im Grenzen. Also einigermaßen gut durchgelaufen. Schauen wir mal. Ich starte jetzt mal eine DAW und wir gucken mal, wie sich's am Anfang so anfühlt, was so passiert mit so einem Controller. Starten wir mal Studio One 6. So, Session ist geladen und ich habe hier einen vorgemischten Song, von dem ich schon mal das Playback gemacht habe, und wir werden jetzt gleich die Vocals reinmischen. Vielleicht auch mit Hilfe des UF1. Gucken wir mal, wie er sich so schlägt. Wir hören mal kurz rein, wie der aktuelle Stand ist. Viel Spaß. Okay, ich hatte jetzt spontan gedacht, okay, wenn ich jetzt die Studio One Oberfläche öffne, einen Song öffne, dann kann ich direkt hier auf den Kanälen zumindest den Motorfader benutzen. Das scheint aber wohl nicht der Fall zu sein. Jetzt muss ich mal herauskriegen, woran das wohl liegt. Hier wird man ja sicherlich irgendwas einstellen können. Hier zum Beispiel Layer. Was passiert da? Ah ja, Layer. Okay, alles klar. Studio One. Was steht hier? Port. Information. To configure UF1 Controller, um den UF1 Controller zu konfigurieren, geht zu Studio One, Preferences, External Devices. Add Mackie Control, Set Receive from... Oh Gott, ist das kompliziert. Okay. Gucken, ob wir das hinkriegen. Also erstmal zu Preferences, External Devices. Gehen wir mal Studio One, Einstellungen. Das ist auch so ein Ding, ne? Man muss das immer übersetzen. Einstellungen, externe Geräte. Warum wird das denn nicht automatisch hinzugefügt? Das verstehe ich nicht. So, hinzufügen. Was hat er gesagt? Mackie. Können wir hier suchen? Mackie. Add Mackie Control Set Receive from to SSL V MIDI Port 1 und Send to V MIDI Port 1. Okay, alles klar. Also, Mackie Control. Empfangen von SSL-V und senden zu SSL-V. So, jetzt. Ah, okay, jetzt. Und jetzt hat er auch den Kanalzug. Okay, alles klar. Also übernehmen. Gut, das ging ja noch einigermaßen. Kann ich jetzt hier durch die Kanäle durchstrengen? So. Was macht der Fader, wenn ich jetzt hier drauf gehe? Ah, so. Jetzt kann ich also hier
Ne, hier nicht. Warum nicht? Hä? Kann ich hier durchsteppen? Ja, aber die Fader übernimmt er jetzt nicht mehr. Okay, das ist Kanal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und jetzt 9. Nicht. Warum nicht? Muss ich die Bank wechseln? Ah. Was ist das denn für ein Blödsinn? Hä, warum muss ich ja die Bank wechseln, damit ich in die nächsten... Okay, jetzt macht das. Warum kann ich das denn nicht automatisch auswählen? Jetzt muss ich da wieder in die nächste Bank. Ich weiß doch gar nicht, in welcher Bank ich bin. Ich muss mir in der Bedienungsanleitung nachlesen, glaube ich. Echt nicht, ne? Ich kann hier durch die Kanäle einzeln durchgehen, aber nur wenn ich in der Gruppe bin, dann funktioniert auch die Erkennung von dem Kanalzug. Und wenn ich die falsche Bank hier ausgewählt habe, dann wird der Kanalzug nicht am Fader erkannt. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich bin echt pisst. Aber damit das hier jetzt nicht der totale Rant wird, breche ich jetzt einfach mal an dieser Stelle ab und nenne dieses Video jetzt einfach mal Teil 1 und melde mich dann wieder, wenn ich erfolgreich herausgekriegt habe, warum man hier so eine simple Funktion nicht benutzen kann. Bis dahin wartest du vielleicht noch mit dem Kauf von dem Ding. Vielleicht kann ich ja beim nächsten Mal Besseres berichten, denn eigentlich sind die Funktionen cool. Man kann hier alles bedienen, was man will. Man kann hier durchscrollen. Man kann hier einzelne Einstellungen beim Kanalzug machen und so weiter und so fort. Es ist eigentlich alles da. Aber wenn ich einen Kanalzug mal eben unter hunderten Kanälen oder wenn ich eine Produktion mit 100 Kanälen, wenn ich da Kanalzug 77 anklicke, dann will ich, dass der Fader direkt funktioniert. Boah. Entschuldigung, ich bin noch nie so abgefuckt gewesen, aber ehrlich gesagt, ich habe mich so lange auf dieses Video gefreut und jetzt das, eine simple Funktion. Ich kann hier durchscrollen und die Kanäle werden nur erkannt, wenn ich in der richtigen Bank drin bin. Das kann nur ein Fehler sein. Und damit dieses Video an diesem Fehler nicht scheitert, mache ich jetzt mal Teil 1 daraus und melde mich mit Teil 2 wieder. Bis dahin, stay tuned.